Ich gratuliere Ihnen zum Kauf vom Barbecue Master L Pro oder XL Pro. Ich zeige Ihnen in diesem Video Schritt für Schritt, wie Sie den Grill zusammenbauen können. Als erstes und ganz wichtig, nehmen Sie bitte die Bedienungsanleitung raus. Hinten ist das Schritt für Schritt erklärt, wie Sie den Grill zusammenbauen. Das Video ist sowohl für den L Pro wie für den XL Pro geeignet, obwohl wir hier einen L Pro zeigen. Der Unterschied ist ja nur, dass der XL Pro Einbrenner mehr hat. Als ersten Schritt empfehle ich Ihnen, alle Teile auszupacken und bereit zu legen. So sieht es dann aus, wenn alle Teile ausgepackt sind. Jetzt machen wir uns ans Zusammenbauen Schritt für Schritt. Als ersten Schritt befestigen wir am Unterbau die Rädchen befestigen. Für das drehen wir den Unterbau umdrehen und die Schrauben, die hier schon reingedreht sind, lösen. Jetzt bei dem Rädchen drauf tun, wenn Sie darauf achten, dass Sie die Rädchen mit den Bremsen hinten am Grill tun. Weil sie von hier hinten dran kommen. Und die Rädchen ohne Bremsen vorne. Jetzt sollen wir die Rädchen am besten schnell zuerst ein bisschen andrehen. Normalen Schraubenzieher. Und dann, wenn Sie haben, können Sie es mit dem Akkubohrer festschrauben. Als zweiten Schritt montieren wir jetzt eine Gasflaschenhalterung montieren. Für das drehen wir das wieder um. Dann darunter die Halterung. So. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Sie können zum Beispiel unten auch ein Sadex-Teil drunter legen, damit das schön aufgedrückt ist. Oder Sie haben es halt schnell fest, bis die erste Schraube drinnen ist. Um das zu montieren, haben wir hier diese Schraube hier, M6x10. Von denen brauchen wir 8 Stück. Jetzt habe ich das eben auf so, bis ich die ersten 2 Schrauben reingedreht habe. Jetzt, wenn wir die ersten 2 Schrauben drin haben, habt das eigentlich von selber, dann kann man die weiteren Schrauben relativ einfach von Hand anfesten, andrehen und nachher wieder mit der Akkubohrmaschine oder mit dem Schraubenzieher alle Schrauben gleichzeitig festdrehen. Im dritten Schritt montieren wir die Seitenteile. Da haben wir von vorne gesehen die rechte Seite, das ist die ohne Loch. Und dann die mit dem Loch, das wäre die linke Seite. Die positionieren wir einfach so auf die Löcher positionieren. Und dann mit 2 Schrauben zuerst fixieren. Und nachher am Schluss mit dem Akkubohrer oder dem Schraubenzieher festziehen. Ich empfehle hier auch, vielleicht die erst am Schluss festziehen. Wenn Sie das alles rundum montiert haben, dann können Sie es hinten schön parallel ausrichten und auch parallel hier auf die Unterkante. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, die Montage der Rückwand. Das ist Schritt Nummer 4. Da haben Sie auch wieder je 2 Löcher auf jeder Seite. Und ich kann sie eigentlich hier einfügen zwischen die 2 Seitenwände. Und nachher dann Sie hier die fixieren mit den Schrauben. Dann Sie schauen, dass Sie hinten mit dem einen Finger während der Montage schön die Wände parallel haben. So haben Sie nachher hinten eine schöne parallele Front. Als nächsten Schritt montieren wir vorne die Streben montieren. Wichtig, dass hier die Stopper gegen unten sind. Nachher geht es mit 4 Schrauben rechts und links montieren.
Als nächstes sollen wir noch die beiden Türen montieren. Sie sehen hier die linke Tür und neben die rechte. Hier ist wichtig, dass der oben, der nicht runtergeht, der oben geht runter, sehen Sie so, dass der unten ist. Dann ziehen Sie einfach aufs Loch drauf zielen, einhängen und dann mit dem Finger oben drücken. So, bis Sie das Loch oben finden und es klickt. Gut, jetzt haben wir beide Türchen eingehängt hier. Wenn es vielleicht sein kann, dass sie nicht ganz gerade ist, müssen Sie hier die obere Strebe noch mal ein bisschen anlösen und schauen, dass Sie die schön gerade montieren. Dann sind auch die Türchen nachher ganz gerade. Innen an dem linken Türchen fragt Sie sich so vielleicht, für was das Teil hier ist. Das ist dann, wenn mal der elektrische Zünder nicht gehen sollte, können Sie das Zündhölzchen rein tun und durch das Loch durch den Brenner anzünden. Als nächster Schritt nach der Montage der Türchen kommt jetzt die Hauptgrilleinheit oben drauf. Die tun wir am besten das zweite oben drauf setzen. Das ist nämlich am einfachsten bei so einem grossen Grill. Allein ist das ein bisschen schwierig. So, jetzt bauen wir noch die Hauptgrilleinheit auf den Grill drauf. Das habe ich hier meinen Helfer. Wichtig hier auch wieder, dass wir die Löcher der Mutter mit diesen Halterungen ausrichten. Gut, jetzt haben wir hier auf der Seite, hinten und vorne, je auf beiden Seiten eine Schraube reindrehen. Die schön richtig satt festziehen. Als nächsten Schritt montieren wir die beiden Seiten zusammen montieren. Für das montieren wir zuerst die beiden Griffe links und rechts montieren. Zuerst können die beiden noch draufstecken. Schauen, dass ihr das möglichst gleichzeitig macht. So. Und nachher haben wir hier M5-Schrauben. Und da ist wichtig, dass wir die Schrauben nicht hier hineinschrauben, sondern von der Seite hineinschrauben, von innen von der Seite. Und jetzt müssen sie rein. So. Gut, sind wir beim Schritt Nummer 9. Jetzt sollen wir die Blech montieren. Das ist bei dieser Seite ohne Brenner, sieht das so aus, ist ohne Löcher. Und das mit dem Brenner, das hat hier die Löcher. Dann wir die auch schön positionieren auf die Löcher wieder. Das gleiche bei dem hier auch. So. Und nachher auch wieder mit diesen M5-Schrauben anschrauben. Als nächsten Schritt montieren wir jetzt die linke Seite Grill montieren. Das machen wir über die 4 Löcher und 4 Schrauben. Die sind dann noch hier unten jetzt zusammengeklebt am Anfang. Das müssen Sie dann einfach nach dem Montieren tun wir das Klebe wegnehmen. Und dann tun wir das so anheben und dann die 4 Schrauben montieren. Kann man auch entweder das zweite machen oder allein von unten muss man halt gleichzeitig das heben und die Schrauben reindrehen. So, jetzt haben wir hier die Seite montieren. Sehen Sie hier am Winkel? Hat 2 Winkel pro Seitenablage und da hat sie je 3 Schrauben. Also insgesamt braucht ihr 6 Schrauben von der längeren, von der M6x12 Schrauben. Dann am besten schnell eine vordrehen. Und dann am Schluss, wenn ihr alle drin habt, alle zusammen gleichzeitig festziehen. Gut, jetzt haben wir noch die linke Seite montieren vom Grill. Hier seht ihr, hier ist ja dann nachher der Seitenbrenner. Das ist die Düse und der Anschluss nachher zum Zünden. Als erstes tun wir, bevor wir die dran auf beiden Seiten oben je eine Schraube andrehen. Der braucht jetzt nur 4 Schrauben für die Seite. Jetzt können wir nachher noch auf die Schrauben oben können wir das Teil einhängen. Weil das ist ein bisschen schwerer, um es mit der Hand zu haben. Darum haben wir das so konzipiert, dass man das eben oben einhängen kann. Schön. So. Und nachher jetzt von unten die anderen Schrauben anschrauben.
Jetzt haben wir hier den Seitenbrenner anschließen, den Gasdüse. Für das nehmen wir hier den Splinter weg von der Düse. Dann die Düse hier innen einführen. So. Richtig schön pappen an. Und dann tun wir den Splint wieder so drauf tun. Nachher als nächstes haben wir den Elektroanschluss. Das ist der. Der kommt hier hinten drauf. So, dann den auch einführen und dann so draufstecken. Voilà. So ist jetzt der Seitenbrenner angeschlossen. Gut, als nächsten Schritt montieren wir die Knöpfe montieren. So. Dann müssen wir schauen, das ist also wie ein Halbmond. Dass wir den Halbmond in die gleiche Richtung haben. Hier ist jetzt oben abgeflacht und da auch. Also das heisst, den Knopf so drauf tun. Mit dem Punkt gegen oben und dann andrücken. Jetzt montieren wir das Thermometer. Das ist wichtig, hinten die Mutter wegzunehmen. Nachher haben wir hier den inneren Deckel. Der bleibt eigentlich drauf. Und dann seht ihr hier wieder, ist leicht abgeflacht. Das kommt dann wieder hier auf die abgeflachte Seite. Dann kann man das eigentlich so drauf tun. So. Und dann aufklappen von der Gegenseite mit der Mutter das draufschrauben. So. So ist eigentlich nachher ein Thermometer montiert. Als nächstes sollen wir noch alle Röste fertig rein. Die Röste haben wir auch schon ausgepackt. Die kann man jetzt auch reinlegen. Wichtig ist einfach noch vorne hier, die Fettabweiser sind auch noch mit einem Kabelbinder angemacht. So wie hier auf der Seite auch. Die am besten mit einer Zange abschneiden. Wichtig vor dem Grillieren entfernen. Sonst nachher haben wir dann das Grillgut, schmeckt dann nach Plastik und das wollen wir ja nicht. Also jetzt haben wir alle die Röste rein. Nachher oben noch den Warmhalterost reinlegen. Jetzt haben wir hier noch die Fettauffangschale. Das ist die Fettauffangschale für den Seitenbrenner. Die kann man auch von hinten einfügen. Dann empfehlen wir auch eine Alufolie reinzulegen oder eine Backofenfolie, damit man die nicht reinigen muss, sondern noch die Folie wechseln kann. Ganz wichtig auch vorne, die Fettauffangschale ist auch noch eingepackt. Ja, nicht vergessen, da den Plastik wegzunehmen vor dem Grillieren. Auch da würden wir wieder empfehlen, eine Alufolie drin zu legen, damit man das nicht putzen muss. Gut, jetzt haben wir hier das Battery Pack. Das machen wir auf und dann das füllen mit zwei AA Batterien. So. Voilà. Nachher tun wir das von hinten einfügen. Das drehen wir am besten, den Grill. Dann haben wir hier das am besten durch das Loch einführen. Nachher das hier hin tun. So. Und dann kommt das Ganze hier in diese Halterung rein. Gut, jetzt haben wir die Batterie drin. Jetzt sehen Sie, da leuchtet da vorne der Knopf. Mit dem können wir jetzt LED ein- und ausschalten. Soweit wären wir fertig mit dem Zusammenbau vom Barbecue Master L Pro. Der Zusammenbau vom XL Pro funktioniert ganz genau gleich. Der hat einfach einen Hauptbrenner weniger. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spass beim Grillieren. Wenn Sie noch zusätzliche Sachen machen wollen, haben wir sehr viel Zubehör, das Sie dazu kaufen können zum Grill. Das finden Sie auf unserer Webseite. Oder wenn Sie den Grill nach dem Zusammenbau putzen zum Beispiel, empfehlen wir Ihnen einen Edelstahlreiniger für aussen. Wir haben zum Beispiel Chromol im Angebot, wo Sie sehr gut alle Streifen vom Grill wegmachen und damit den Grill schützen. Viel Spass beim Grillieren!